Wohin geht eigentlich der Herr der Portale, wenn er sich verlaufen hat? Natürlich ist das im Grunde eine Scherzfrage, aber genau das ist passiert, als Giacomo, der Herr der Portale, der ein Meister von Eldamar geworden ist, na ja, in seinen Experimenten einen, sagen wir mal, entscheidenden Fehler gemacht hat. Letztendlich hat sich herausgestellt, dass das gar kein so schlimmer Fehler war, sondern zufällig zu etwas führte, was eine sehr, sehr fruchtbare Sache geworden ist, später dann im Zusammenhang mit den Meistern von Eldamar. Giacomo stammt aus einer irdischen Familie, einer slawischen Familie, in die er hineingeboren wurde als Albino. Und als eine solche Person hat er in dieser recht reichen Familie, die auch Hintergründe adliger Natur hatte, in dieser Familie immer Aufpasser, die dafür gesorgt haben, dass er nicht zu lange am Sonnenlicht ist und dass er sich nicht verletzte und so weiter und so fort. Aber er hatte dadurch, dass er das einzige Kind in dieser Familie gewesen ist, auch Zugang zu Geheimnissen, und zwar zu ganz besonderen Geheimnissen. Diese Geheimnisse erzählen nicht nur die Geschichte von Graf Dracula auf eine ganz andere Art und Weise, sondern sie waren auch Geheimnisse, die mit Freimaurern zu tun hatte, mit Illuminaten, mit geheimem Wissen, das sonst niemand zur Verfügung stand. Giacomo war ganz besonders interessiert an Zugang zu anderen Ebenen, Dimensionen, zu anderen Welten, zu anderen Wesenheiten. Und er hatte auch ein enorm großes Talent dafür. Schon als kleiner Junge hat er damit herumgespielt und hatte tatsächlich Kontakt zu Wesenheiten von anderen Dimensionen, die er wahrgenommen hatte, aber niemand sonst. Also begann er auf eigene Faust immer weiter danach zu forschen und in den Bibliotheken der Welt alle möglichen Antworten zu suchen. Für ihn stand fest, das Wichtigste, um eine gute Kommunikation mit einer anderen Welt aufzubauen, brauchte man eine Tür. Und zwar eine Tür, die zwischen den Welten das Hin- und Hergehen ermöglichte. Aber ihm wurde auch sehr schnell klar, dass das keine einfache Sache ist. Und dass es noch etwas ganz anderes, sehr Wichtiges beinhaltet, nämlich die Fähigkeit, seine Körperform zu wechseln. Wenn man mit einem Wesen auf der Venus zum Beispiel kommunizieren wollen würde, dann wäre das, sagen wir mal, über eine Art Funk oder über eine lange Leitung natürlich möglich. Wollte man sie aber besuchen, hat man ein großes Problem. Denn die Temperaturen auf der Venus sind nun mal extrem, über 250 Grad Celsius. Jeder normale Mensch würde da in Sekunden verbrennen. Deswegen war es unbedingt notwendig, dass man einen Körper besitzt, das diese Temperaturen nicht nur aushält, sondern in ihnen bequem agieren und existieren kann. Einen Körper zu wechseln ist nicht so einfach, aber für Giacomo stand fest, es wäre die einzige Möglichkeit, um seine Reisen umzusetzen, die er, sobald er erwachsen war, überall und immer wieder gemacht hat. Diese Reisen gingen nicht nur überall in die normale irdische Welt, sondern auch in andere Welten energetischer Natur und in andere, komplett andere Dimensionen, in denen andere Wesen existierten. Und er machte sich dort immer weiter auf die Suche, weil er Abenteuer wollte. Er wollte herausfinden, wie die Welt so tickt und was es alles gibt. Da er daran so viel Spaß und so viel Freude hatte, machte er sich nach einiger Zeit daran, seinen eigenen Körper zu verwandeln. Und zwar wollte er erreichen, dass er einen Körper wechseln kann wie einen Anzug, der es ihm ermöglichte, an einem Ort zu existieren oder an einem anderen Ort zu existieren, obwohl er das gleiche Bewusstsein hat, dann aber trotzdem eine ganz andere Verkörperung. Und ihm wurde natürlich bewusst, dass das eine sehr, sehr schwer zu machende Aufgabe ist. Bis er dann verschiedene Reisen in andere Dimensionen machte und ihm bewusst wurde, dass
ein solcher Wechsel von einem Körper in den anderen so weit hergeholt gar nicht ist. Weil das Bewusstsein, das er im Traum erlebte, zum Beispiel, durchaus bereits diese Möglichkeit hatte. Also begann er damit, Portale in Träumen zu erschaffen. Und mit diesen Portalen träumte er sich an einen anderen Ort. Und schon bald stellte er fest, dass er diese anderen Orte in einer anderen Art von Verkörperung tatsächlich aufsuchen konnte. Diese Technik entwickelte er immer weiter und er wurde immer besser darin und konnte Portale nach einiger Zeit erschaffen, die es ihm ermöglichten, seinen Geist mit einem Portal in einen anderen Körper hinein zu transportieren und seinen Geist beziehungsweise auch seinen menschlichen Körper aufzusuchen oder zu verlassen, wie immer er das eben gerade wollte. Nun, das experimentierte er hin und her und er war schon über 80 geworden, als er ein weiteres solches Experiment machte. Dieses Experiment sollte ein bisschen anders sein. Es sollte nämlich einen Ortswechsel vornehmen, sagen wir mal, in eine Nichtverkörperung. Das heißt also in den freien Raum, ohne dass er im freien Raum eine echte Verkörperung hatte. Was dann passierte, hatte er selber nicht mit gerechnet. Denn tatsächlich wurde er transportiert, aber mit seinem normalen menschlichen Körper an einen Ort, der ihm unbekannt war. Ein Ort, der ihm sehr gut gefiel allerdings. Nämlich den Ort, den wir in den Büchern als Eldamar kennen. Die anderen Meister von Eldamar waren total schockiert darüber. Sowas hätte überhaupt nicht passieren dürfen, dass jemand einfach auf Eldamar erscheint. Sowas ist eigentlich völlig unmöglich. Und andere Meister, wie zum Beispiel Akira und Kimaru, hatten auch einen ziemlichen Schreck davon. Es war der Herr der Glückseligkeit selbst, der, bevor andere etwas unternehmen, herausfinden wollte, wie es dazu gekommen ist. Und er stellte fest, dass Giacomo etwas gelungen war, was sonst so ziemlich keinem gelingt. Auf Eldamar sowieso noch niemand, aber allein die Fähigkeit, Portale auf diese Weise zu öffnen, faszinierten den Herrn der Glückseligkeit. Denn auch er wollte gerne auch andere Reiche aufsuchen können. Zum Beispiel die Welt, aus der Akira und Kimaru gekommen waren. Um zu sehen, was dort ist. Und vielleicht, um dorthin zu kommen, Glück dorthin zu bringen, aber dann noch wieder zurückkehren zu können an den Ort seines eigenen Glücks. Also machte er Giacomo ein Angebot. Entweder Giacomo müsste sich mit Akira und Kimaru auseinandersetzen, oder er wurde selbst zum Meister und stellte seine Fähigkeiten in die Dienste von Eldamar. Und bevor er überhaupt zu Ende gesprochen hatte, hatte Giacomo bereits zugesagt. Denn ihm war vollkommen bewusst, dass das die größte Chance seines ganzen Daseins war. Also versprach Giacomo, dass er auch zum Meister von Eldamar werden würde. Und was das bedeutete, war ihm zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht klar. Er wurde jedenfalls zu einem der Meister von Eldamar und stellte auch seine Kunst, Portale zu erschaffen, in alle möglichen Reiche in den Dienst. Später wurde ihm erst bewusst, was für eine enorm gute Entscheidung das gewesen war. Denn wie nie zuvor lernte er nun andere Reiche kennen, machte seine Reisen und ja, das alles unter dem ständigen Schirm eines Wesens, das aus purem Glück besteht. Also Giacomo hat es nicht bereut, aber er ist immer wieder zur Erde zurückgekommen, weil er ursprünglich von dort stammte. Und es hat ihn immer sehr interessiert, wie es mit der Erde weitergeht. Und wie es mit der Erde und mit Giacomo und allen anderen weitergeht, könnt ihr dann in Zukunft in den Büchern lesen.